Oh. Hi, Hallo. wir sind live und herzlich willkommen zu einer bluesigen Live-Runde mit Sebastian. Hi. Hi. Und hi. Und mir. Mich kennt ihr ja schon so langsam, ne? Nach all den Jahren. Freue mich sehr, dass ihr live dabei seid. Heute geht es um das Thema. Sebastian, welches Thema haben wir heute? Akkordtöne anspielen im Blues. Im Blues. Ist das was Wichtiges? Ja, also für mich persönlich ist es ein sehr wichtiges Thema und es liegt mir sehr am Herzen, weil ich mich seit ungefähr einem Jahr so auch selbst damit beschäftigt habe und es macht sehr viel Spaß. Macht sehr viel. Und für mich ist es das, was ich gern höre, wenn ein Gitarrist das macht. Wenn bei den Gitarren so Genau, ist, ne? ja. wenn sie die Akkorde umspielen. Richtig. Und man einfach hört, da spielt jemand mit der Musik. Ja, super. Und da wir live sind, gehen wir doch mal in den Livestream rein. So, da ist der Chat. Hallo. Hi Sebastian. Guck mal. Ich freue mich schon auf deine Lehrstunde. Du hast es auch so richtig gut drauf. Auch mit dem Erklären weiter. Super. Danke. Er ist jetzt auch regelmäßig einmal die Woche, immer dienstags. Geht das? Ja. Passt. Zumindest mal bis zum Jahresende oder bis das Studium anfängt. Mal gucken, wie lange das noch geht. Und ich freue mich sehr. Und wir werden immer wieder diese tollen Themen rücken. Gut, danke lieber Arnold. Tatsächlich, heute ist der erste Tag nach gefühlt 2 Wochen absolut ohne Beschwerden. Nochmal auch hier herzlichen Dank für die ganzen Tipps, die ihr mir geschickt habt. Ich habe eine ganze Liste angelegt und übe die genauso ab, wie ich Gitarre übe. Also was Besseres kann man nicht machen. Es Ja. geht nicht ohne Training. Und vielen, vielen Dank nochmal an alle. Das ist sehr schön, dass ihr einen so aufmuntern könnt. Und wir muntern euch jetzt auf zum Üben. Also, hallo Sebastian, schon wieder zu viel. Er sagt uns das. Kaffeedurst oder wie sind das? Kaffeedurst. Kaffee ist parat hier mit meiner Musikertasse. Du, ich habe da gar keinen Kaffee gemacht. Alles gut. Schaffen wir heute auch ohne. Holla, kriegst du nachher noch. Also, so. Schönes Thema finde ich. Also, herzliche Grüße an alle, die live dabei sind. Wir haben 53 Zuschauer, das ist unser Ziel. Mein Ziel ist irgendwann hier, keine Ahnung, 500 zu haben. Das wäre noch besser. Aber ihr seid ja wirklich auch ernsthaft bei der Sache dabei und das ist das, was uns hier motiviert und uns bei der Stange hält. Ich würde jetzt dem Sebastian übergeben. Wir haben hier mehrere Winkel, mit denen wir hier kameratechnisch arbeiten können. Das ist einmal der Sebastian hier, oh, ich auch mit meiner Gitarre, aber ich gehe dann aus dem Bild. Und hier nochmal, also ich glaube, für jeden ist hier gesorgt, dass man alles sehen kann. Ich wünsche euch jetzt danke, Michael, Bild und Ton, okay, das ist wichtig. Ihr wisst ja, dass wir jetzt dienstags, früher war ich immer montags, aber montags waren die Übertragungen nicht so gut. Also jetzt sind wir also dienstags am Start. Und super, hallo, bei Star FM kann man eine PRS gewinnen, schreibt Lutz. Das ist so, was Sie wollen aufnehmen und hinschicken, mir noch zu schwer. Okay. Hey, ja, warum nicht? Ne? Klingt guter Tipp. Vielleicht kannst du mir nachher noch den Link per E-Mail schicken. Vielleicht schicken wir den mal was. Hast du auch vor, Song-Tutorials zu machen? Machen wir ja. Warum nicht? Klar, wir machen ja mit dem Rockkurs jetzt, den ziehen wir noch durch bis zum Jahresende. Und der Sebastian macht dann auch 2, 3 Songs für euch. Du kannst am Donnerstag auch dabei sein. Steve Stevens, Flash for Fantasy. Ja, natürlich. Super Nummer. Ne? Klar. Und dann geben wir euch da die super Tipps. Okay, cool. Ich gebe jetzt an den Sebastian weiter. Ich bin hier mit begleitend am Start. Ich lege ein paar Akkorde wahrscheinlich und werde dann auch immer wieder mal was dazu sagen. So, ich gehe jetzt auf Szene 2. Wünsche euch viel Spaß. Und müssen wir eigentlich im Bild sein? Ja, komm, wir lassen uns hier unten im Bild. So die 2 Gnome. Viel Spaß. So, also nochmal das Thema Akkordtöne hervorheben im Blues. Das klingt jetzt wieder nach viel Information und kompliziert, ist es aber nicht. Wir fangen einfach direkt mal an. Und zwar nehmen wir jetzt mal als Beispiel einfach unseren Standard Blues in A. Und wie man weiß, hoffe ich doch, gibt es da 3 Akkorde. Einmal das A7, hier, dann ein D7
und dann das E7. Okay, kurz, also wir sind in einem Dur-Blues. Genau, einfach. Unser A7 hier ist der Klassiker verschoben, Ja. das E7 verschoben aus der Grundposition. Hier könnt ihr es genau sehen. Und dann hier hoch in der 5. Bund. Also du nimmst einfach dein E-Dur-Akkord, machst einen kleinen Finger weg. Und unser D7 ist dieses C hier, C7 verschoben. Ihr dürft nur die mittleren 4 Saiten spielen. Und beim E7 gehst du einfach nochmal 2 Bünde weiter, sodass du hier auf dem E landest. Und du hast die beiden äußeren E-Saiten, die du noch mitspielen kannst, wenn du das möchtest. Super. So, also das sind unsere 3 Akkorde. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, was kann ich denn alles spielen über diesen Blues? Und natürlich gibt es da unsere Mollpentatonik, die jeder kennt, die Dur-Pentatonik. Aber das ist gut, wenn man das weiß, aber so richtig das Salz in der Suppe, das kriegt man erst rein, wenn man wirklich diese wichtigen Akkordtöne anspielt. Also das gibt dann einfach so einen melodischen Klang. Und wenn man das macht, dann hört man auch ganz genau, auch ohne Begleitung, wo derjenige gerade improvisiert im Blues. Also Okay. das ist das Nonplusultra, wenn man das hinkriegt, dass man ohne Begleitung hört, gerade ist er auf der 1, also auf dem A, und jetzt geht er aufs D. Man könnte also theoretisch sagen, du spielst ein Solo und man hört die Akkordfolge. Richtig, genau. Und die Das muss ist man, das Ziel heute. und das ist das, was, also da kann man endlos viele Videos dazu machen. Ja. Aber jetzt mal am Blues einfach so angefangen. Ich komme gleich wieder auf mein beliebtes Thema Dreiklänge zurück, weil das ist das beste Mittel, um sich das visuell klar zu machen, Jo. um welche Töne es eigentlich geht hier. Und ich zeige das nochmal kurz. Wir haben schon mal ein Video dazu gemacht, zu dieser ersten Position da. Und wenn wir haben gesagt, wir sind in A. Und jetzt wir bleiben einfach mal nur in diesem Areal vom Hals, also um den 5. bis 8. Bund rum so ungefähr. Okay, cool. Und jetzt schaue ich mir hier diesen Akkord an und suche mir einfach mal meine A-Dur-3 Klänge und die Umkehrung in dieser Position hier. Und das wäre einmal hier. Ganz oben. Das ist hier, müsste jeder kennen, das ist unser E von unten. Also der obere Dreiklang hier. Genau, dann geht es weiter so. Und dann. So, das ist alles eigentlich. Und Nochmal ganz langsam. Also fangen wir auf den dünnen Seiten an. Ja. Okay, das was mir jetzt gefällt, ist zum Beispiel, dass du dann hier oben das Cis genommen hast. Ne? Ja, das ist die Terz. Und das gibt einem einfach auch. Die Dur-Terz. Genau, die Dur-Terz von diesem. Also wir haben hier einen Dur-Dreiklang und der besteht aus dem Grundton, also dem A, dann unserer großen Terz und dann der Quinte. Mehr Töne. Okay, also wir haben nicht. A Genau. als Grundton, die große Terz Cis Hier, das wäre einmal hier, genau. Und dann und die unser Quinte hier. E. So, das ist alles, okay? Und das sind die Money Notes, wie man so schön im Englisch sagt, die Money Notes. Wenn man die Töne richtig schön sich bewusst ist darüber, dass das die Töne sind, wo der Hörer einfach gleich weiß, jetzt ist er auf diesem Akkord. Ich springe auch gleich mit einem Tipp ein für dich. Und zwar, ich gehe mal hier, sieht man mich hoffentlich ganz okay. Oh Jesus, was habe ich da veranstaltet mit den ganzen Kameras? Ich bleibe mal hier. So. Und zwar der Tipp ist der, du nimmst das A als ein Grundton, hier deine Terz, 4. Bund A-Seite und hier die Quinte. Das kennst du ja, Grundton, Quinte, Powerchord. Und dann machst du so eine Übung. Und zwar, ihr wisst ja, dieses Oktavieren ist eines der größten Geheimnisse fast schon auf der Gitarre, um dir das Solospiel zu öffnen. Und dann auch für dein Ohr sehr, sehr gut, wenn du das dann übst. Also vom 5. Bund auf dem ersten Seitenpaar gehst du dann auf das mittlere Seitenpaar in den 7. Bund. Einfach 2 Bünde weiter, spielst dasselbe. Und dann von dem 7. wegen der H-Seite 3 Bünde weiter
in den 10. Bund hier unten auf die H-Seite. Und der Fingersatz bleibt immer gleich. Und das sehen wir dann auch nachher, wenn improvisiert wird, wie wichtig genau diese Positionen dann sind. Ja. Okay, super. Also, und jetzt ist natürlich die Frage, ja toll, was bringt mir das jetzt für mein Blues-Solo? Ja. Die Antwort darauf ist ganz einfach, und zwar, also ich spiele nicht hier dann im Solo, das mache ich nicht, aber ich sehe einfach durch diese Klänge meinen Akkord und spiele da außen rum und weiß dann, wenn ich auf diesen Ton komme oder auf diesen oder auf diesen, dann weiß ich, dass das Akkordtöne sind, also die einfach immer gut klingen werden und die einfach anzeigen, okay. Jetzt ist er hier auf dem A, weil er spielt einen A-Dur-Dreiklang, irgendeinen Ton daraus. So. Ja. Und es ist eine super Übung, wenn man das macht, erstmal einfach nur die Position hier sich klar zu machen, also diesen Akkord und dann in dieser Position seine Dur-Dreiklänge. Und wenn ihr das nochmal genauer sehen wollt, wir haben glaube ich schon mal ein Video dazu gemacht, dann kann man sich das da nochmal anschauen. Ja. Und, aber im Prinzip geht es jetzt darum, wie benutze ich das. Also das funktioniert dann so, wenn ich jetzt, vielleicht können wir gerade mal kurz so einen Rumba. Also, wenn ich das jetzt spielen würde ohne Begleitung, hoffentlich hört man dann trotzdem die Akkorde. Do it! Okay, also ich spiele mal einfach Just jetzt. a little bit. Mach's. Also durchaus, man hört die. Und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als vor allem die Terz einfach bewusst anzuspielen in einem Lick. Oder ich spiele einen Blues-Lick, den ich schon kenne, und höre einfach auf diese Terz auf. Zum Beispiel. Oh, wie machst du das dann? Gehst du dann, nimmst du zum Beispiel einen ähnlichen Lick und wenn wir auf die Quarte gehen, aufs D7, spielst du das dann in der Position des Da kommen wir gleich dazu, was dann beim Wechsel passiert. Aber im Grunde genommen hilft es schon mal sehr, wenn man einfach sich einen Lick nimmt, zum Beispiel wie, sagen wir mal, ja, den kennt, das ist so ein Standard-Blues-Lick. Also ich habe diesen Standard-Lick und dann, anstatt das einfach so stehen zu lassen, mache ich. Also du nimmst hier aus diesem Dreiklang. Richtig, genau. Ich befinde mich hier und ich hämmer von der Dur-Terz hier im 5. Bund, also mit der Moll-Terz hier einfach. Also du nimmst den kleinen Dreiklang hier. Genau. Und du hämmerst von 5 auf 6. Genau, und dann spiele ich den Grundton. Im Grunde genommen spiele ich dann eigentlich das schon. Schon die nächste. Man muss halt sich bewusst sein dessen, dass man nicht einfach hingehen kann und den Dreiklang, sondern man muss da einfach versuchen, ein bisschen außen rum zu spielen und mit Halbtönen vor allem zu arbeiten. Okay, also hier kommt dann mein Tipp ins Spiel. Mein Tipp ist jetzt der, zusätzlich zu den Dreiklängen von dir, ist es ganz wichtig, dass du dir in der Position der Pentatonik dir die ganzen Intervalle bewusst machst, die dir da zur Verfügung stellen. Also du nimmst den Grundton und dann spielst du einfach mal deine Pentatonik-Position 1. Und dann guckst, welche Noten jetzt hier wichtig sind. Wir haben also festgestellt, dass die Dur-Terz so wichtig ist. Ja. Und dann schauen wir mal, wo wir die überall haben. Also
Wenn ihr euch irgendeinen Ton wirklich bewusst macht, dann soll es die Durtherz sein. Ja, Also das und, wirklich, und jetzt, das ist ja einfach, weil unter deinem Grundton ist die Quarte, so sehe ich das. ja. Und dann gehst du für die Durtherz einfach einen Halbton nach links. Also dann haben wir hier einmal da, dann die Oktave davon haben wir hier. Und dann kommt es jetzt das Spielchen mit den Oktaven. Ja. Hier, ne? Also wenn du jetzt hier weißt, hier im vierten Bund auf der A-Seite ist das Cis, dann oktavierst du das, dann hast du es hier. Und das wird hier oft angespielt von den Bluesmusikern. Und hier oben noch. Und dann hier. Ja, also hier dann im sechsten Bund auf der G-Seite und dann die Oktave im neunten Bund, 3 Bünde weiter. Ja. Wieder das Cis. So, super Note. Ja, wir wissen aber auch im Blues, die Note zwischen der Quarte und der Quinte. Ne? Wie Blue wunderbar die Blue Note, Ja. wie wunderbar die klingt. Okay? Und hier ist jetzt wichtig, dass man dazu sagt, dass das kein Akkordton ist, aber der gibt einfach die ganze Farbe eigentlich rein, die man hat. Gibt dir sensationelle. Den muss man einsetzen, aber man sollte halt einfach nicht drauf stehen bleiben. Genau. Aber man kann der gibt diesen Dirt rein, diesen Dreck. Es in ist den die Blues. Note, die aufgelöst werden Ja, muss. genau. Du kannst nicht auf der stehen bleiben. Ne? Und dann hast du die ja nicht nur hier, sondern auch hier nochmal. Und nochmal im 11. Bund auf der E-Seite. Und das haben wir jetzt, also ich füge jetzt diese Töne hinzu. Also A, H, Cis, die Terz. Hier haben wir 4 chromatische Töne. Das ist genau das. Ja. Das ist, und dann hier genauso. 5 sogar. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als einfach unsere Mollpentatonik hier. Und dann verbinde ich das aber mit der Dur-Pentatonik. Wenn ich jetzt mal alle Töne davon zusammenspiele, dann kriege ich so eine Tonleiter. Perfekt. So. Und da sind ein Haufen Halbtöne drin. Und die kann ich alle verwenden über dies. Hier, über so ein. Magen. Achtung! Warum habe ich Achtung gesagt gerade? Weil ich Okay, den das möchte gleichen ich jetzt. Lick einfach. So, jetzt möchte ich, dass wir auch so ein paar Licks zeigen. Ja. Also wie den jetzt zum Beispiel. Wie kommst du auf den? Wo platzierst du den? Also, wie komme ich darauf? Ich habe einfach hier auf, ich sehe meine Position hier, wie gesagt, ich bin jetzt extra nicht hier hoch, ich bleibe jetzt mal hier, weil man da schon so viel mitmachen kann. Und wir haben hier unsere Pentatonik. Okay. Das wäre jetzt die 5. Position, die ich dann nehme, ein Teil auf den unteren 2 Seiten. Und dann, ich mache einfach, gerade eben haben wir ja den magischen Ton Cis angesprochen hier in A, das ist unsere Durtherz. Und ich spiele einfach, also ein Fingerroll hier, 5 auf 5, wieder 5 auf der E-Seite und dann wieder dieser magische Mollterz auf Durterz, der Hammer-On. Also, das ist eigentlich nichts anderes als, Also mach schon. genau. Und dann oktaviere ich den einfach. Das ist wirklich, also Super. nur eine visuelle Aufgabe eigentlich. So, ein weiterer Aspekt noch, wo ich noch gegen Ende dann hier, das ist jetzt nicht, wir werden mehrere Videos zu dem Thema machen. Ja. Ein weiterer Aspekt hier natürlich, was beim Sebastian so gut klingt, außer dass wir jetzt nichts Neues euch groß erzählen können, ihr kennt das eigentlich alles schon. Vorhin hast du gesagt, es ist doch so einfach. Ne? Ja. Die Theorie. Die Theorie. Und
in der Praxis ist der Schlüssel für diesen schönen Sound, wenn ihr ihm zuhört, ist dann die Phrasierung. Das heißt, dieses Gefühl, das ihr habt, wenn ich ihm... Stichwort Rhythmus vor allem. Das Timing ist Das wirklich Timing alles. und die Also das Phrasierung. Ne? ist, man kann mit ganz wenig Tönen Ah, alles machen. okay. Also das Mach ist- nochmal bitte diesen Lick. Schön langsam, dass ihn jeder sieht und oktavier ihn. Ja. Also. Ich hoffe, ihr konntet das gut sehen. Ja? Ist wirklich Genau. ein einfacher Lick, aber wenn man den einfach nur oktaviert, bekommt man 3 verschiedene Licks eigentlich, weil Super es schön, einen verschiedenen Sound gibt. Also, der gefällt mir gut. Und jetzt hat man vorhin die Frage noch von dir, was macht man denn jetzt, wenn es aufs D geht? Ja, Na? Also, wir haben ja dann 3 Akkorde und zum Glück sind es im Blues alle 3 7er Akkorde. yes. Das vereinfacht uns die Sache enorm. Ja. Man muss jetzt nicht nachdenken über, oh Gott, was für... Es ist einfach alles 3 das gleiche Geschlecht. Deshalb kann man auf diesem Akkord dann, auf dem D7, auf der 4, Ja. kann man einfach Mollpentatonik spielen. Ja. Das klingt meistens am besten. Aber es klingt auch sehr cool, wenn man Dur-Pentatonik spielt hier. Aber nicht A-Dur, sondern D-Dur. Ja. Ja? Also ich spiele über diesen Akkord hier. Spiele ihn mal ganz kurz wieder. Das gibt einen coolen Sound. Das klingt anders, wenn ich jetzt Moll spiele. Ja, machen wir mal. Wieder Dur. Du, das klingt auch die Mollpentatonik in D, Klingt wenn du cool. die Terz nimmst. Das, genau. Das geht genauso, ja. Ja? Und dasselbe ist, also so, ich habe das, ohne es zu wissen, früher so gemacht. Ne? Ich hab auf den, geh mal auf den D7, ne? Du musst es nur wieder auflösen, dann aufs A. Ja, du musst das auflösen. Ist der Punkt. Du genau. musst auflösen. Aber ne? das ist cool, es gibt viel Spannung. Es gibt viel Spannung und es geht auch beim E. Gib mir mal den E. Und dann weiß man, der jetzt ist er wieder daheim. Ja, also in diesem Dur-Blues ist die Dur-Terz das Wichtigste. Ja. Würde ich so genauso unterschreiben. Das, Ja, und und- das sehen auch viel, also Und dann, was du dann machst, du kannst... Einfach gar nicht so viel spielen, sondern eine Geschichte erzählen. ja. Dir diese Akkordfolge, klassisch, ne, kennt ihr ja schon mittlerweile, einfach aufnehmen. So ein bisschen so ein Swing- oder Rumba-Feeling. Ja. Und dann in der Phrasierung, in den Tönen, die du spielst, in diesem Groove bleiben. Auch gar nicht so kompliziert Nee. oder? Nee, und noch kurz, wir haben ja vorhin jetzt auf dem A uns den Dreiklang angeschaut. Das gleiche würde ich dann beim D auch tun. Aber wichtig, jetzt nicht nach hier springen und das gleiche machen, sondern hier bleiben. Okay. Ich will nämlich die Möglichkeit haben, meine Hand hier zu behalten und Ja. über E, D und A genau in dieser Position spielen Okay, können. Das right. ist, Das ist sonst super. muss ich immer nach da springen. Wenn das der einzige Punkt ist, an dem Ja, ich ja, ja. D durchspielen kann, das ist blöd, wie immer. Ja. Deshalb gucken wir uns das mal kurz an. Nehmen wir Yes. einfach unseren D. Ja. Und ich gehe von diesem Akkord jetzt aus. Das verschobene A Genau. im Und, 5. Bund. und hier die drei Klänge. Das ist einfach wie beim A vorher, nur ein Seitenpaar tiefer. Wir sind jetzt bei den D3-Klängen. Genau, die D3-Klänge. Das war's. Hört schon hier noch ein. Ja, aber das ist mir jetzt zu hoch. Das ist Also zu jetzt weit. kommen wir wieder in, Okay, langsam, Sebastian. wir Also, bleiben nur wir hier. bleiben also hier, haben den D3-Klang hier. Ich
Ich gehe mal in die Aufnahme. So, Ja. guck mal hier. Und dann nimmst du den Zeigefinger, legst ihn dahin, wo dein Ringfinger ist, machst den hier hoch. Dann hast du diesen schönen Dreiklang und dann hier der, also jazzy klingt. Und jetzt machen wir das gleiche, was wir vorhin schon beim A gemacht haben und suchen uns unsere Money Note raus und zwar die Terz, die Dur-Terz. So. Also wir haben hier das D und es funktioniert genau wie beim A. Ja. Ja, also Grundton, Terz, Quinte. Genau. Das ist in dem Fall jetzt ein Fis. Ja. Und jetzt gucke ich, okay, das ist meine Terz und wo ist sie noch? Da. Ja. Und das sind die zwei in der Position, die wichtig Das sind die zwei wichtigsten Töne. Ja. Also, Und wenn ich jetzt, spiel mal ganz kurz ein D, was ich dann mache, oder mal kurz ich versuche mal ganz wenig zu spielen, spiele mal ein A, 4 Takte und dann ein D. Und ihr habt gesehen, was habe ich gemacht? Ich habe nur... Das ist ein wunderschöner Lied von Matt. Den habe ich von Matt Schofield. Also das ist übrigens das Paradebeispiel zu dieser Technik hier oder dem Terzanspiel. Matt Schofield, hört euch Matt Schofield an. super, Sebastian. Du bist also jetzt hier. Genau, ich sehe das hier, ja. Er sieht also diesen Dreiklang. Und da haben wir gesagt, das ist unsere Terz. Fünfter, Vom D, genau. fünfter Bund auf der H-Seite. Siebter. Bund, Entschuldigung. Da sind wir. Genau. Haltet euch das vor Augen wieder genau. Und den spiele ich einfach mit einem coolen Blueslick an. Also ich slide hier rein. Und wenn du den... Sehr schön. Man sehr weiß schön. sofort, jetzt ist er auf dem D. Oh, come on. Und auf dem E, Was machen machen wir wir auf dann? Wir machen das gleiche, was wir beim D gemacht haben, nur einen Ganzton höher. Okay, also Das ist lass uns die Akkorde angucken. Wir haben dann nämlich an den hier, ne? Genau. Also das verschobene A im Ja. 7. Bund. Dann diese Umkehrung, das kann man sich gut merken, weil das ist etwas, was Hendrix immer wieder benutzt hat. Ja. Übrigens, wenn du das jetzt, gleich ein Tipp von mir, wenn du diese Umkehrung spielst, dann ist es so einfach, hier auf dem D zum Beispiel, die Dur-Pentatonik zu. Und es gibt einen super coolen Sound, wenn man Ja. dann, also man wechselt ja dann die Also lass mal, ich Tonart. glaube, das ist jetzt Gold. Ja. Also nochmal, ganz langsam. Wir haben das D. Und wenn du jetzt hier, wo dein Ringfinger ist, einen Zeigefinger hinmachst, den hochlegst, dann hast du diese zweite Umkehrung. Und genau hier, ich lasse ihn einfach mal so liegen, ist die Dur-Pentatonik in D. Und die klingt sehr cool über diesen. Wunderbar. Jetzt machen wir alles. Okay, Was was hast habe du ich jetzt jetzt gemacht? gemacht? Ja. Ja, ich habe jetzt die Umkehrung des Ds genommen und bin einfach einen Ganzton hoch. Und habe hier dann diesen schönen Dreiklang und habe aber gleichzeitig, ich hoffe, du kannst es sehen, hier die E-Dur Pentatonik. Ja? Ja. Dann runter aufs D und dann bin ich wieder auf dem A. Ja. Okay. Und das ist wirklich, wenn man sich das mal Stück für Stück, also einen Akkord nach dem anderen vornimmt und da in seinem Blues oder in Looper einfach mal nur 4 Takte A,
eingibt und dann das übt und dann, wenn man das gecheckt hat, geht man 4 Takte A, 2 Takte D und versucht den Wechsel, weil das Schwierige ist jetzt nur noch das Ganze zusammenzuspinnen, dass das einen Sinn ergibt und ich nicht einfach nur... Also, Ja. lass mich wiederholen. Also, wir bleiben bei einer halben Stunde heute. Wir werden das Thema noch weiter ausbauen. Lass uns nochmal die Dur-3-Klänge zeigen von den 3 Akkorden, weil da ist alles drin. drin. Ja. Und dann, ich glaube, checkt jeder, um was es geht. Und dann dürft ihr das dann als Hausaufgabe üben. Also gehen wir mal in die Nahaufnahme und schön langsam. Ja. Nochmal, wichtig halt, dass ihr wisst, 1, 4 und 5. Ja? Also, das sind unsere Akkorde. D und E. Und wir haben jetzt einfach die Umkehrungen von diesem Dreiklang. Super. Ja, also damit wäre unser erster Akkord bedeckt. Die 3 Klänge davor und dann gehen wir auf den nächsten. Also ihr dürft nicht verwirrt sein. Natürlich spielen wir hier einen A7 Akkord, aber der Dur-Dreiklang ist da drin. Also das sind trotzdem die wichtigen Dinge. Ja, klar. So, und dann hier. Super. Und dann zum E. Das ist das Ganze einfach nur. Klasse. Super. Höher. Und dann sind wir wieder hier. Mir gefallen natürlich die auf den dünnen Seiten, weil die sind ganz, ganz wichtig für die Melodie. Ja. Total. Also die hier, die hier, die hier. Und Sebastian, ich glaube, das war's für heute. Mehr möchte ich nicht draufpacken, sodass ihr euch damit mal beschäftigen könnt. Mein Tipp, loopt oder holt euch einen Backing-Track mit Dur Blues in A. Das funktioniert wunderbar. Oder nehmt die Akkorde A7, D7, E7 auf und spielt einfach drüber. Spielt diese Akkordumkehrungen drüber. Übt die Pentatonik hier. Nehmt die Blue-Note zu. In A-Moll. Und legt direkt hier die D-Dur-Pentatonik drüber. Beziehungsweise übt das, was ich euch gezeigt habe, mit den Umkehrungen hier, die Hendrix verwendet hat vom D. Weil dann habt ihr hier direkt die eine und die nächste Dur-Pentatonik. Und das sind ja immer die Position 1. Ja? So, und webt hier in dieser Position diese 2 zumindest mal übereinander. Also wie der Sebastian es euch gezeigt hat. Ja. Wenn ich jetzt von der D hier ausgehe, die so aussieht, und ich nach links wandere, dann habe ich... Und du zeigst jetzt nochmal in der Nahaufnahme in der ersten Position alle Töne, die du verwenden kannst, in dieser kompakten Tonleiter. Okay, also das, was ich vorhin gemacht habe, einfach die A-Dur und die A-Moll-Pentatonik zusammen. Super. Die funktionieren alle. Man muss halt auf seinem Ohr auch hören, wo löse ich jetzt was auf und so. Das ist eine Übungssache einfach. Für die erstellst du mir bitte noch ein kleines PDF, wo diese Akkorde und die Tonleiter dann drauf sind, dass wir euch das dann auch zur Verfügung stellen können. So, Sebastian Braungebrannt, gut erholt und neuer Haarschnitt. Ja, Friederikes. So, seid so gut und verlinkt vielleicht unterhalb des Videos das von euch erwähnte Video, welches schon vor geraumer Zeit zu diesem Thema gemacht worden ist. Das ist ein guter Tipp, das werde ich tun. Und jetzt wisst ihr auch, warum ihr die Umkehrungen geübt habt. Und wir werden weiter über das Thema reden. Das ist noch sehr ausbaufähig. Es ist sehr ausbaufähig. Es gibt hier
auch Licks, die man vielleicht mal präsentieren kann, die eben diese Terz umspielen oder eben auch andere Töne des Akkordes. Aber die Terz ist ganz, ganz wichtig. Ja. So, das sollte es gerne, ihr Lieben. Dankeschön auch von unserer Seite. Wir haben 90 Zuschauer, Sebastian. Das ist auch eine Verpflichtung, das für euch hier noch mehr auszubauen, noch besser zu machen. Ich freue mich. Ich lade euch ein. Donnerstag geht es weiter. Ich glaube zur selben Uhrzeit, wenn ich es richtig mitgeteilt habe. Song-Tutorial am Donnerstag. Billy Idol, Flash for Fantasy. Bist herzlich eingeladen, wenn du Zeit hast. Wenn nicht, ich bin schon top vorbereitet mit allem drum und dran. Und wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Video. Ihr bekommt die Verlinkung zu dem alten Video und auch ein PDF dazu mit diesen Informationen. Herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und vielen Dank an Sebastian, dass du dabei warst. Bis nächste Woche. Freue mich. Bis spätestens nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Bis dann. Ja, das war doch cool. Cool. Hat Spaß gemacht. Super.